In diesem Video zeige ich euch nicht nur, wie ihr ganz einfach Lievito Madre selber herstellen könnt. Ich habe mir hier dieses Glas zur Hilfe genommen. Das zeigt mir die Temperatur an und, richtig herumgedreht, gibt es hier auch noch ein Band. Das erzählt mir, wann ich meinen Sauerteig bzw. in diesem Fall Lievito Madre das letzte Mal gefüttert habe. Dazu gibt es einen Deckel, und was der Unterschied zwischen diesem Deckel und dem mitgelieferten Stoffdeckel ist, das erfahrt ihr auch später noch in diesem Video. Legen wir aber direkt einmal los. Ich habe hier 200 Gramm Weizenmehl und gebe 100 Gramm Wasser hinzu. Im Original wird der italienische Lievito Madre, eigentlich heißt es die italienische Lievito Madre, es bedeutet so viel wie Mutterhefe, mit Weizenmehl hergestellt. Es funktioniert aber selbstverständlich auch mit Dinkelmehl, also wenn wir das nicht so ganz genau nehmen. Ich habe jetzt hier normales Weizenmehl genommen, das geht mit 405er als auch mit 550er und der Teig ist sehr fest. Ich knete ihn der Einfachheit halber hier eben ganz kurz mit der Hand, dann kann ich euch auch ein bisschen noch dazu erzählen. Selbstverständlich könnt ihr das bei euch zu Hause auch in der Küchenmaschine oder mit dem Knethaken mit Handrührgerät machen. Funktioniert genauso. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ihr Lievito Madre in den Original 21 Tagen herstellt. Denn ja, das ist der größte Unterschied als erstes. Unser Sauerteig wird ja in 5 Tagen hergestellt und die Original Lievito Madre wird in 21 Tagen hergestellt. Wie das geht, habe ich euch schon gezeigt. Die Videos dazu verlinke ich euch nochmal zum Schluss in einer Playlist. Dann habe ich für euch getestet, wie das schneller geht in nur 1,5 Tagen mit der Zuhilfenahme von Hefewasser. Auch das befindet sich in der Playlist. Und heute zeige ich es euch ohne Hilfsmittelchen in 4 Tagen. Super einfach. Und das Besondere in diesem Video ist auch noch, dass ich euch zeige, was ihr mit den Resten macht. Und zwar habe ich dazu jeweils noch mal ein eigenes Video gemacht, womit ihr seht, was ihr dann tatsächlich mit den ersten und auch späteren Resten anfangen könnt. Also richtig kompaktes Video. Ich gebe das Ganze jetzt hier mal eben auf die Arbeitsfläche. Da wird kein Mehl verschwendet und ihr seht, das ist am Anfang ein bisschen schwieriger, weil es ein wirklich sehr festgeführter Teig ist. Da kommen wir zum zweiten Unterschied. Der Sauerteig bei uns ist ja meistens eher so Waffelteig ähnlich. Es gibt selbstverständlich auch die flüssige Variante, auch von Lievito Madre, aber von dem Durchschnittssauerteig ist das jetzt der zweite große Unterschied. Und der dritte ist, dass wir unseren Sauerteig ja für Brote, Baguettes und Brötchen verwenden. Lievito Madre hingegen kann nicht nur dafür und auch für Pizzen und Focaccia benutzt werden, sondern auch für Süßspeisen. Besonders der Panettone ist hier hervorzuheben. Richtig lecker und ich kann euch das echt ans Herz legen. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch und hatte gar keine Lust, Lievito Madre herzustellen, aber das ist eine richtig tolle Sache. So, und wie ihr Lievito Madre in dieses Glas besser bekommt, das zeige ich euch in dem nächsten Schritt. Das war jetzt der erste Tag. Da habe ich mich noch ein bisschen doof angestellt. Aber komme ich gleich zu. Die fertig geknetete Lievito Madre ist es ja noch nicht, aber der erste Ansatz, der wird jetzt hier in dieses Glas gegeben. Jetzt habe ich unten noch ein bisschen Luft, das ist aber nicht schlimm. So, und das wäre jetzt normalerweise ein bisschen niedriger, aber sei es drum. Ich habe das am Montagmorgen um 6 Uhr gemacht, daher lasse ich das jetzt, ist links der Tag Montag um 6 Uhr. Und dann mache ich den Deckel drauf und lasse das Ganze jetzt für 24 Stunden bei Zimmertemperatur warm stehen. Und was soll ich sagen? Wenn die Temperatur stimmt, dann kann es auch manchmal schon so aussehen. Kein Spaß, das ist wirklich das Original gewesen. So, jetzt ist der erste Schritt vorbei. Wir kommen zum zweiten. Und da ist es bei Lievito Madre anders als beim herkömmlichen Sauerteig. Wir kennen es so, dass wir zum Beispiel 50 Gramm Sauerteig haben, da einfach nochmal 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser hinzugeben.
je nachdem, wie fest wir den Sauerteig haben. Und hier bei Lievito Madre nehmt ihr immer von eurer Lievito Madre 100 Gramm ab, immer, 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 und gebt dazu immer 100 Gramm Mehl und 45 Gramm Wasser. Also ihr seht es ist ein bisschen anders als zu der herkömmlichen Variante. Ich habe euch aber genau die Mengenangaben nochmal unten in die Beschreibung reingeschrieben. Das heißt, da könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Wenn ihr auf mehr klickt, dann findet ihr das unten nochmal eben. Und wenn wir aber jetzt nur 100 Gramm von Lievito Madre abnehmen, um diese zu füttern, dann entstehen immer Reste. Und es gibt einige, die wirklich sagen, Mensch, ja, hat ja noch nicht so Triebkraft, schmeißen wir weg. Und da blutet mir mein Herz. Und das meine ich ganz ehrlich. Wie kann man denn überhaupt daran denken, Lebensmittel wegzuschmeißen? Das geht gar nicht. Und ich zeige euch ganz einfache Rezepte, wie ihr auch mit dieser Anfänger-Lievito Madre richtig köstliches backen könnt. Und wir nehmen uns einfach die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser zur Hilfe. Aber dazu kommen wir später mehr. Geht auch mit der herkömmlichen Hefe. Wie gesagt, später nochmal. So, ich knete das Ganze jetzt hier, versuche so viel von diesen geklebten Teigresten vom Rand mitzunehmen. Und es gibt bei Lievito Madre verschiedene Varianten. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mein erstes Lievito Madre Video hochgeladen habe, wie dann die Aufschreie kamen. Das ist ja Quatsch, das ist nicht original. Und da möchte ich euch etwas sagen. Es gibt viele Wege nach Rom, tatsächlich fast wortwörtlich. Ich habe viele Italiener mir angeschaut und nachgelesen, bei denen es teilweise sogar mit einem Rosinenwasser hergestellt wird, wo einige Olivenöl dazugeben und einige ein wenig Honig. Also, so viele Varianten es auch bei uns bei Sauerteigen gibt, so gibt es das auch bei Lievito Madre. Diese Variante, die ich jetzt euch heute zeige, ist die am weit verbreitetsten ist. Aber das heißt nicht, dass die anderen falsch sind. Denn wie bei so vielen Sachen gibt es regional viele Unterschiede. Das ist ja auch bei uns so. Deswegen gebt den Sachen immer mal eine Chance, wenn ihr etwas seht, was nicht dem Standard entspricht, heißt das nicht, dass das besser oder schlechter ist. Also, einige geben Honig dazu, so ein Klecks, so ein Teelöffel, denn im Honig sind sogenannte Nektarhefen nochmal drin. Die geben dem Lievito Madre, der Lievito Madre nochmal so einen milden Geschmack. Und für Anfänger macht es auch tatsächlich manchmal Sinn, einen Esslöffel Olivenöl hinzuzugeben. Denn dadurch lässt sich die Lievito Madre viel einfacher verarbeiten und klebt nicht so sehr. Und auch das, finde ich, macht Sinn. Ein Rosinen- oder Früchtehefewasser, zum Beispiel auch mit Äpfeln hinzuzugeben. Auch das für mich macht persönlich Sinn, denn damit unterstützen wir diesen milden Sauerteig mit wilden Hefen, damit dieser einfacher und leichter aufgeht. Also, viele Wege führen nach Rom. Ich zeige euch jetzt aber die schlichteste Methode. So, und ihr habt es gesehen, ich habe geknetet und die Wurst ein bisschen dünner ausgerollt, dann geht es besser ins Glas und ein bisschen runtergedrückt, Deckel drauf. Und nun lasst ihr das Ganze 12 Stunden stehen und ich weiß gar nicht, wie das kommt. Also das ist jetzt nicht die Norm, dass der Teig bis nach oben hochsteigt. Der ist aber noch nicht fertig. Also Entschuldigung. Ich lerne das in diesem Video auch noch. So, also bis zum Deckel, der absolute Wahnsinn. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht immer so perfekt. Und was ihr da macht, kommt später in dem Video. Also bleibt einfach dran. Und falls euch die Information und generell das Video hier von mir gefallen, dann freue ich mich über einen kostenfreien Daumen hoch und auch kostenfreies Abo, denn damit könnt ihr mich einfach unterstützen, noch mehr tolle Videos für euch zu machen, in denen ihr viel mitnehmen könnt und in denen ihr leckere Rezepte erhaltet.
So, wir sind jetzt hier bei Schritt 3. Es ist Dienstagabend, zumindest bei mir. So, der Teig wird wieder geknetet und wieder reingegeben. Ihr seht, ich lerne wirklich dazu. Ihr könnt dann einfach von einem Kochlöffel oder jetzt hier, da ist so ein Teigschaber mit dabei bei diesem Brotliebling-Glas. Ich verlinke euch das Equipment, was ich benutze und auch empfehlen kann. Natürlich einmal unten und das Band darf natürlich nicht fehlen, das kommt wieder dazu. Wobei bei der Lievito Madre, Entschuldigung, seid ihr eigentlich immer, wenn ihr die 100 Gramm Teig, 100 Gramm Mehl und 45 Gramm Wasser nehmt, immer bei diesem 200 Milliliter Marker. So, und dann der 4. Schritt, Mittwochmorgens, seht ihr, das hat sich schon ein bisschen reguliert. Das ist gar nicht mehr ganz so hoch gestiegen. Und auch das ist vollkommen normal. Und jetzt hatte ich zwischenzeitlich den Stoffdeckel drauf gemacht und schaut mal, jetzt ist die Oberfläche sehr fest geworden. Bei unserem herkömmlichen Sauerteig ist das nicht so dramatisch, da wird das nicht so fest. Aber die Lievito Madre ist da ein bisschen empfindlicher. Deswegen kann ich da persönlich aus meinem eigenen Empfinden eher den Metalldeckel empfehlen. So, hier sind wieder die Reste. Da hatte ich jetzt in dem Moment keine Zeit und habe die einfach in den Kühlschrank gegeben. Das könnt ihr auch machen. Die Reste in diesen 4 Tagen, die da entstehen, falls ihr da keine Zeit habt, euch darum zu kümmern, lagert die einfach komplett im Kühlschrank zugedeckt, entweder mit so einer Abdeckhaube wie von mir oder mit einem ganz normalen Glasschüssel und Deckel drauf. Das hält sich dann, wenn ihr da am Montag anfängt, bis zum Wochenende. Und dann könnt ihr die Rezepte auch am Wochenende nachbacken, falls euch die Zeit in der Woche nicht reicht, ihr aber trotzdem die Lievito Madre machen wollt. So, und auch hier wieder ein bisschen auf der Arbeitsfläche kneten. Wie schon eingangs gesagt, ihr könnt das gerne mit der Küchenmaschine machen. Falls das unangenehm mit den Händen ist oder ihr keine Lust dazu habt, das funktioniert genauso. So, ich drehe jetzt hier mir wieder eine Wurst, zack, drückt das wieder runter. Ihr seht, es ist kinderleicht, es ist wirklich super einfach. Und nach jedem Tag verlinke ich euch immer oben rechts unter dem i, was ihr dann mit den Resten macht. Ich habe mich wirklich nicht lumpen lassen. Ich habe euch gezeigt in diesen Videos, wie man ein komplett leckeres Brot macht. Einkorn-Vollkornbrötchen, geht auch mit Dinkelvollkorn. Dann leckere, luftige Quarkbrötchen, süße Brötchen und dann nochmal eben, wie ihr ein köstliches Baguette macht. Also, in diesem Video mit den verlinkten Videos habt ihr alles dabei, um euch und eure Familie satt zu kriegen. Wir sind jetzt mittlerweile bei Mittwochabends angelangt, wenn ich mich nicht täusche. Und ihr habt es schon fast geschafft. Am Donnerstagmorgen, also ich habe ja Montagmorgen angefangen, am Donnerstagmorgen war ich komplett mit der Herstellung der Lievito Madre fertig. Und ihr seht, es ist wirklich super einfach. Und manche lassen sich wirklich ins Boxhorn jagen. Das ging mir nicht anders. Als ich das erste Mal von Lievito Madre gehört habe, da hat mir das eine Zuschauerin gesagt, Mensch, Emma, mach das doch. Und ich nur so, nee, danke, 21 Tage ist irgendwie blöd. Und dann habe ich mich dran getraut. Und der erste Versuch hat auch direkt nicht geklappt. Das ist mir schlecht geworden. Dann der zweite Versuch, der gelang schon besser und Übung macht einfach den Meister und schaut mal, genau das gleiche hier. Ihr seht, da bilden sich schöne Luftbläschen, die jetzt viel größer sind als am Anfang, obwohl der Teig jetzt weniger aufgestiegen ist als am Anfang. Das ist einfach so, dass da verschiedene Mikrobakterien und verschiedene Hefen sind, die dann erstmal gucken, okay, wer hat denn hier jetzt das meiste zu sagen? Und das ist einfach so ein Verdrängungsprinzip. Aber innerhalb von diesen 4 Tagen, in der ihr die Lievito Madre herstellt, klappt das eigentlich ganz gut.
Ich habe nach jeder Auffrischung das Glas heiß ausgespült. Also nicht in die Spülmaschine geben, sondern heiß ausspülen, gegebenenfalls Spüli noch mit hinzugeben, gut auswaschen und dann abkühlen lassen, bevor ihr dann den Teig wieder hineingebt. Denn wenn es zu heiß ist, sterben die guten Bakterien wieder ab. So, die letzte Fütterung. Aber was ist, wenn mal nach einer Fütterung nichts passiert, so wie hier? Keine Sorge, füttert ihn einfach wieder. 100 Gramm abnehmen, mit 100 Gramm Mehl und 45 Gramm Wasser mischen und dann klappt es in jedem Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, freue mich, wenn ihr euch die nächsten Videos anseht und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.